Hallihallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Review. Im heutigen Video geht es um die Makita Akku Heckenschere DUH 523. Aktueller Preis wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's nach dem Intro. Angefangen mit dem Grundlegenden, folglich mit der Verarbeitung, erhalten wir bei der Akku Heckenschere eine Makita-typische, hochwertige Verarbeitung ohne qualitative Mängel. Das Gehäuse besteht wiederum aus einem robusten Kunststoff, wobei sich mittig das verbaute Herzstück, also der Motor, befindet. Insgesamt bringt die Akku Heckenschere ein Nettogewicht von ca. 2,7 Kilogramm auf die Waage, was verhältnismäßig wenig ist und demnach ein angenehmes, ziemlich ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Weiterhin wird wie ersichtlich die Heckenschere durch die beiden Handgriffe geführt und gehalten, wobei sie ziemlich gut austariert ist und sich der Schwerpunkt ohne Akku nahezu am vorderen Bügelhandgriff befindet. Für eine bessere Rutschfestigkeit wiederum ist der hintere Handgriff ausreichend gummiert und ermöglicht durch die benutzerfreundliche Formgebung eine einfache Erreichbarkeit der beiden Schalter. Dazu zählt zum einen der oberhalb gelegene Entriegelungsmechanismus, welcher zur Seite gedrückt werden muss, um den eigentlichen Schalter zu entsperren. Dabei ist es möglich, diesen nach rechts bzw. links zu schieben, was bedeutet, dass die Akku Heckenschere sowohl von Linkshändern als auch Rechtshändern problemlos bedient werden kann. Zur weiteren Sicherheit ist es dann auch nötig, den im Bügelhandgriff verbauten Schalter zu betätigen, welcher aufgrund der Vorrichtung von jeder Seite sehr gut erreicht werden kann. Zum Schutz gegen Gestrüpp und abgeschnittenem Material befindet sich dann auch zu den Messern hin eine transparente Kunststoffschutzabdeckung, die jedoch meiner Meinung nach sehr anfällig gegenüber Kratzern von Fingernägeln etc. ist. Damit die Akku Heckenschere übrigens ordentlich verstaut werden kann, besitzt diese auf der Rückseite des Handgriffs eine Aussparung, um diese aufzuhängen. Auf der Rückseite befindet sich weiterhin der Einschubschacht für den 18 Volt Akku, welcher die Maschine mit Strom versorgt und durch die Elektronik gegen eine Tiefentladung schützt. Bereits mit einem 4 Ampere-Stunden Akku konnte ich bei mir etliche Meter Hecke und Sträucher verschneiden, wobei der Akku am Ende noch etwas mehr als viertel voll war. Zusätzlich befindet sich am Handgriff der Heckenschere dann noch eine kleine rote LED, welche blinkt bzw. leuchtet, wenn der Akku nahezu leer ist oder die Maschine aufgrund einer zu starken Beanspruchung, zum Beispiel durch einen zu dicken Ast aus Sicherheitsgründen, abschaltet. Laut Datenblatt sind hierbei Maximaläste mit einem Durchmesser von 15 mm möglich, wobei im Test bei nicht allzu hartem Holz auch ungefähr 17 mm starke Äste nach kurzem Herumgezucke drin waren. Das Scherblatt selbst hat dabei eine Schnittlänge von 52 cm, ist also ausreichend lang und besteht aus einem rostfreien Metall. Zusätzlich gibt es dazu noch eine Kunststoffabdeckung für den Transport bzw. um das Scherblatt zu schützen. Aufgrund der äußerst scharfen Messer schneidet wie ersichtlich die Akku Heckenschere Sträucher und ähnliches sauber ab, anstatt diese wie bei stumpfen Klingen abzurupfen. Natürlich werden die Messer im Laufe der Zeit etwas abstumpfen, jedoch kann man das Schneidemesser durch 4 Schrauben auf der Unterseite einfach entfernen und nachschärfen. Falls ich hierzu nochmal ein Video machen sollte, werde ich das dann oben rechts in der Ecke verlinken. Zu guter Letzt nun noch einmal zu dem verbauten Motor bzw. besser gesagt zu der verbauten Aufhängung. Denn diese ist, wie man erkennen kann, nicht starr in dem Gehäuse verbaut, sondern durch Gummipuffer innerlich befestigt. Dies wiederum hat den Vorteil, dass man während des Betriebs nur minimal Vibration wahrnimmt, wobei ebenfalls etwas weniger Motorgeräusche an das Gehäuse weitergegeben werden. Somit ist die Makita Akku Heckenschere DUH 523 aufgrund der relativ leistungsstarken und effizienten Umsetzung empfehlenswert für mittlere bis große Gärten, wobei sie mit knappen 90 Dezibel wahrscheinlich im mittleren Bereich liegen dürfte. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder mit diesem Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lasst doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten wie immer ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die den Kanal mitfinanzieren, indem sie über meinen Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!